Hallo und herzlich willkommen auf dem Cruiser YouTube-Kanal. Ich bin Nelson und heute zeige ich euch, wie ihr die richtige Kupplungslösung für euer Fahrrad findet. Grundlegend haben wir 3 verschiedene Arten von Kupplungen. Es gibt einmal die Steckachsen, die Schnellspanner und die Vollachsen. In diesem Video wird es um die Vollachsen gehen. Kommen wir jetzt zur Vorbereitung. Grundlegend braucht ihr einmal Zugang zu eurem Fahrrad, ein Maßband, einen Schraubenschlüssel und die Gewindesteigung und den Durchmesser des Gewindes hinten an eurem Hinterrad. Das könnt ihr am besten in dem Handbuch eures Fahrrads einmal nachschauen oder ihr fragt die Informationen direkt beim Fahrradhersteller an. Hast du alle Informationen zu deinem Fahrrad vorliegen, können wir jetzt zur Kupplungsoption Nummer 1 fortfahren, der Universalkupplung. Die ist bei jedem Anhänger im Lieferumfang mit enthalten. Um jetzt zu überprüfen, ob diese Kupplungsvariante für euch in Frage kommt, brauchen wir einmal den Durchmesser eures Gewindes. Den haben wir ja schon beim Fahrradhersteller angefragt. Wenn dieser 10 mm nicht überschreitet, passt das auf jeden Fall. Und das andere wäre die Länge des Gewindes. Das zeige ich euch jetzt einmal am Hinterrad, wie genau ihr das ausmessen könnt. So, wir sind jetzt hier am Hinterrad unseres Fahrrades. Jetzt benutzen wir hier den Schraubenschlüssel, setzen den bei der Mutter am Gewinde an und öffnen diese einmal. So, jetzt haben wir die Mutter einmal vom Gewinde gelöst. So, im nächsten Schritt nehmen wir jetzt einmal hier die gelöste Mutter und schrauben die jetzt mit 5 Umdrehungen einmal wieder auf das Gewinde drauf. Ich nehme mir da als Hilfestellung immer eine Markierung an der Mutter. Also hier ist schon so ein Katscher drin. Ihr könnt euch aber auch selber eine Markierung mit einem Stift oder sowas machen. So, habt ihr das jetzt gemacht, brauchen wir einmal unser Maßband. Und jetzt müssen wir quasi den Abstand von der Mutter zum Ende der Schraube einmal messen. Der Abstand beträgt jetzt bei uns 4 mm. So, bei unserer Universalkupplung ist es jetzt so, dass die hier am Loch an der Seite einen Durchmesser von 2,5 mm hat. Das bedeutet für euch, wenn ihr gerade einen Wert über 2,5 mm oder mindestens 2,5 mm gemessen habt, passt die Universalkupplung auf euer Gewinde drauf und ihr könnt die nutzen. Ist der Durchmesser eures Gewindes zu groß oder euer Gewinde zu kurz für die Universalkupplung oder ihr wollt einfach eine elegantere Lösung für euer Fahrrad haben, benötigt ihr eine Speziallösung von uns. Um hier die passende Lösung für euer Fahrrad zu finden, braucht ihr einmal die zuvor angefragte Gewindesteigung und den Durchmesser eures Gewindes. Mit diesen gehen wir auf den Kupplungsfinder für Vollachsen auf unserer Homepage und wählen dort die passenden Werte zu unserem Gewinde aus. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt noch den passenden Kupplungskopf wählen. Da hätten wir einmal den Kupplungskopf N mit einem kleinen Sockel für gut erreichbare Hinterräder und den Kopf XL mit einem größeren Sockel für nur schwer erreichbare Hinterräder. Ich zeige euch das jetzt aber auch nochmal im eingebauten Zustand. So, das hier ist der Kopf N im eingebauten Zustand mit dem kleinen Sockel. Da sehen wir jetzt, wenn ich die Deichsel einmal anbringe, dass zwischen Deichselkopf und dem Rahmen kaum noch Platz ist. Also es passt gerade so, ist aber sehr knapp. Besser sieht das Ganze schon mit dem Kopf XL aus, mit dem großen Sockel. Hier sehen wir, wenn wir jetzt die Deichsel einmal anbringen, dass zwischen dem Deichselkopf und Rahmen ausreichend Platz vorhanden ist. Generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welchen der beiden Köpfe ihr verwenden wollt, immer lieber den XL-Kopf zu nehmen, damit ihr sicherheitshalber noch etwas Spiel habt. Wissen wir, welchen Kopf wir benötigen, wählen wir diesen hier einmal aus. In unserem Fall war das einmal der XL-Kopf mit großem Sockel. Haben wir dies getan, drücken wir auf kompatible Anhängerkupplung anzeigen und uns werden jetzt hier 2 verschiedene Varianten einmal angezeigt. Das ist nämlich einmal der Kopf mit integrierter Click-and-Cruise-Kupplung und einmal der Kopf mit einem Adapter. Wie genau der funktioniert, zeige ich euch jetzt aber nochmal im eingebauten Zustand am Fahrrad. So sieht der Adapter dann im eingebauten Zustand aus. Wir haben hier ganz normal den Adapter draufgeschraubt, hier vorne die Mutter vom Adapter gelöst, unsere Universalkupplung draufgesetzt, das Ganze wieder verschraubt und könnten jetzt ganz einfach die Deichsel einmal anbringen und wären abfahrbereit. Haben wir uns jetzt für einen der beiden Kupplungsköpfe entschieden, müssen wir diesen noch auswählen und können ihn dann in den Warenkorb legen. Das war's mit dem Kupplungsfinder-Video zum Thema Vollachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Nelson.